Die Sache mit Struppi. Struppi gehörte Ome Christel, der Schwiegermutter meines Bruders, und durfte so ziemlich alles. So saß er an Geburtstagen stets auf einem eigenen Stuhl und glotzte doof über die Kaffeetafel, während wir versuchten, beim Torteessen seinem nach Arsch riechenden Atem auszuweichen. Struppi war nicht im herkömmlichen Sinne süß. An sich sah er aus, als hätte man eine Fußmatte auf eine Werkbank genagelt, und von einem Gesicht konnte jetzt auch nicht direkt die Rede sein. Ich werde dir eines Tages eine Kugel verpassen, flüsterte ich Struppi oft zu. Mein Bruder antwortete stets, da wirst du mit einer nicht auskommen. Das war eine gern genutzte Formulierung meines Bruders. Er nutzte sie beim Eindrehen von Schrauben, dem Anziehen von langen Unterhosen und als er seine erste Tochter bekam. Struppi neigte des Weiteren dazu, sich mit einem Sprung nach oben in den Gardinen zu verbeißen und stumm herumzubaumeln, wenn er Gassi musste. Sein Frauchen sagte dann immer, ist das nicht drollig? Ist das nicht drollig? Wir fanden es in etwa so drollig wie einen kackenden Pavian, nickten aber meistens nur. Raus wollte mit ihm nämlich auch keiner. Mit Struppi Gassi gehen hatte was von Counter-Strike. Sinnkrisen waren an der Tagesordnung und auch da kam man mit einer nicht aus. Dann starb Struppi. Ich lese die Stelle nochmal, ne? Dann starb Struppi. Wir waren dabei. Es wäre fein zu berichten, dass Struppi einfach entschlafen sei, aber ehrlich gesagt bellte er kurz, schiss dann auf den Teppich und kippte um wie eine Trittleiter. Oma Christel war untröstlich. Mein Bruder schaffte es immerhin, einen Moment betreten auf Struppi zu starren, dann verließ er wortlos die Wohnung, ging in die Spielothek unten im Haus und wälzte sich mit brüllendem Gelächter auf dem Nadelfilz. Da die Balkontür offen war, hörten wir es bis in den 4. Stock. Trauer hat viele Gesichter. Sanft. Oma Christel wurde bleich. Wir hörten deutlich, wie mein Bruder rief, endlich ist dieser flosende Kackschemel Geschichte. Trauer hat sehr viele Gesichter, sagte ich. Mann, hat die Trauer viele Gesichter. Mein Bruder schrie, da kommt in die Aschentonne, Deckel zu, fertig ist die Laube. Ich mache eine Party. Ach was, da wirst du mit einer nicht auskommen. Trauer, sagte ich. Hat noch mehr Gesichter als Dr. Mabuse. Mein lieber Scholli, hat die Trauer viele Gesichter. Das würde übel werden, ahnte ich. Wurd's dann auch. Mein Bruder hatte 3 Tage mehr oder weniger devot auf allen Vieren verbracht. Nach der Ansage mit der Aschentonne war klar, Struppi würde beerdigt werden wie Michael Jackson. Nun war es soweit. Struppi hatte einige Zeit im Kühlhaus des Tierfriedhofs geruht und als mein Bruder ihn holte, war er in einem geschmackvollen Baumwollbeutel eingenäht. Struppi jetzt, nicht mein Bruder, mitarbeiten. Oma Christel weinte unentwegt. Als wenn er Grube ankam, war sie kurz davor, zusammenzubrechen. Geh, sagte mein Bruder, wir werden ihn würdig beisetzen. Weinend setzte sich Oma Christel etwa 50 Meter entfernt auf eine Bank. Okay, sagte ich, bringen wir es hinter uns. Mein Bruder ging vor der Grube in die Hocke. Er versuchte behutsam, Struppi irgendwie beizusortieren, hielt ihn mal so und nach 3 Minuten stellten wir panisch fest, passte nicht. Loch zu kurz, Struppi zu lang. Ich wandte mich um und gab Oma Christel staatsmännische Handzeichen. Läuft, alles okay? Läuft. Versuch hochkant, sagte ich. Das ging, allerdings ragte dann Struppis Kopf hervor. Das war wohl nicht so gut. Struppi war steif gefroren. Mein Bruder sah es auch. Er klopfte nachdenklich mit den Knöcheln auf den harten, verhüllten Leib. Behalt die Oma im Auge, sagte er. In seinem Gesicht sah ich etwas Endgültiges. Nur zu gern würde ich irgendwie subtiler formulieren, was dann geschah. Geht aber nicht. Mein ziemlich kräftiger Bruder legte Struppi auf sein Knie und brach ihn in der Mitte durch. Wirklich. War nicht schön,
Hassan aber. Auf dem Weg zurück zu Oma Christel sprachen wir kurz. Du bist mein Bruder, sagte er, bewahre dieses Geheimnis. In 2 Stunden machen die das Loch zu. Als wir Oma Christel erreichten, verneigten wir uns leicht. Es war sehr feierlich, sagte ich. Ihr seid gute Jungs, sagte Oma Christel. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Sie schluchzte kurz. Aber ich habe nachgedacht. Ich will nicht, dass er in der kalten Erde liegt. Ich werde meinen Struppi ausstopfen lassen. Aha, sagte ich. Ja, sagte Oma Christel, er soll für immer bei mir zu Hause in einer schönen, warmen Ecke sitzen. Jo, sagte mein Bruder, da wirst du mit einer nicht auskommen.